Hallo, heute ist Samstag, der 17. Juli 2021. Heute gibt es mal einen kleinen Szenenwechsel, weil ich hatte Lust auf mal was anderes im Hintergrund als immer bloß diese blöden, bunten Bilder da. Und hey, was gibt es Klischeehafteres, als auf eine Couch umzuziehen, wenn wir von Psychoanalyse und von Therapie reden? Haben wir den Punkt auch abgehakt. Ich habe euch ja im letzten Video davon berichtet, dass ich vor über 2 Jahren ungefähr eine psychoanalytische Gruppentherapie angefangen habe und wie die ersten Stunden da so abgelaufen sind. Wer das Video noch nicht kennt, ich verlinke es hier oben rechts in der Infoleiste. Da ich euch naheliegenderweise nicht einfach aus dem Nähkästchen heraus erzählen kann, worum es bei uns da so geht, will ich in den kommenden Videos mal so beschreiben, wie so eine Gruppe ganz generell funktioniert und was ich durch sie schon so gelernt habe. Unsere Therapiegruppe besteht, wie ich schon mal gesagt habe, aus 10 TeilnehmerInnen und 2 Therapeuten. Wir treffen uns einmal in der Woche zu einer Sitzung von 1,5 Stunden Länge. Das heißt, der gesamte Knäuel von 10 Leuten wird einmal pro Woche mit 1,5 Stunden versorgt. Klingt irgendwie unmöglich. Wie sollen denn all diese 10 Leute da jemals mit ihren Themen durchkommen? Aber so funktioniert eine Gruppe halt auch nicht. Die anderen sind nämlich mehr als einfach nur fremde Klienten, die alle sehnsüchtig darauf warten, von den Therapeuten behandelt zu werden. Lasst uns also in diesem Video mal mit genau dieser Frage anfangen. Wer sind eigentlich die anderen? Das ist auch der Vorteil, wenn ich auf der Couch drehe. Da kann ich mich einfach so gemütlich hinlümmeln. Also, fangen wir an. Im Idealfall ist so eine Therapiegruppe halt bunt durchmischt. Da sind verschiedene Altersgruppen, Typen und Charaktere in einem Raum. Bei uns sind die Jüngsten so Anfang 20 und die Älteste, die wir mal hatten, die war so Anfang im Rentenalter oder so kurz vorm Rentenalter. Und da sind halt so ganz verschiedene Berufe vertreten, auch in Sachen Geschlecht ist unsere Gruppe derzeit ziemlich ausgewogen. Es sind ein paar ruhige Leute dabei, ein paar aufbrausende, paar kühlere, mehr emotionale Leute und so weiter. Kurz gesagt, viele verschiedene Perspektiven und eben auch persönliche Geschichten. Zwischen den TeilnehmerInnen besteht dabei ein symmetrisches Verhältnis, das heißt, alle sind gleichermaßen Teil der Gruppe, erzählen etwas von sich und hören aber auch den anderen zu. Sie interagieren miteinander und tragen vielleicht auch Konflikte miteinander aus. In unserer Gruppe speziell haben wir zusätzlich noch die Regel, dass die Leute sich, bevor die Therapie anfängt, nicht kennen dürfen. Also die müssen einander unbekannt sein und sie dürfen auch abseits der Therapiegruppen keine Beziehungen unterhalten. Also das heißt, alles, was zwischen den Leuten da so passiert, das passiert auch in den Therapiestunden. Damit soll halt verhindert werden, dass auf einmal irgendwelche Konflikte aufbrodeln, die völlig unerklärlich sind, die so aus dem Nichts zu kommen scheinen, aber einfach aus dem Grund, weil die Leute sich privat getroffen und da vielleicht gezofft haben oder sowas. Aber das ist jetzt nur eine Regel, die gilt für unsere Gruppe. Das kann bei anderen aber auch ganz anders sein. Also halten wir fest. 10 Leute, die idealerweise schön bunt durcheinandergewürfelt sind, sitzen da in einem Raum und können 1,5 Stunden lang nicht voreinander weglaufen. Das erste, was zwangsläufig in so einer Gruppe auf den Plan tritt, ist natürlich ein Perspektivwechsel. Das funktioniert natürlich umso besser, wenn die Gruppe auch möglichst bunt gemischt ist. Da prallen letztlich verschiedene Sichtweisen aufeinander, jemand erzählt etwas, die anderen schildern ihre Sicht und manchmal widersprechen sie sich eben auch oder sie sehen irgendetwas ganz anders. Dann wird irgendwann auch klar, dass es nicht die eine objektive und alles übertrumpfende Wahrheit gibt, sondern dass so jeder auch so eine eigene Interpretation hat und die auch nebeneinander stehen dürfen, obwohl sie sich gegenseitig widersprechen. Ich demonstriere das jetzt mal mit meinen Darstellern. Sagen wir mal, das ist jetzt eine Gruppe. 10 Dinos. Die beiden Plätze für die Therapeuten bleiben erstmal leer, mit denen beschäftige ich mich dann im nächsten Video. Tietz hier ist beispielsweise sehr emotional, Diego dagegen betont sachlich. Mugi ist mehr der schüchterne Typ und Jeanne d'Arc voll mutig. Freddy wurde mit strenger Hand erzogen, Pia hingegen war die meiste Zeit sich selbst überlassen. Klar ist dieser wild zusammengewürfelte Haufen sich absolut nicht immer einig. Nächste Sache, die so eine Gruppe mit sich bringt, auch wenn es wie ein Widerspruch zum vorherigen Punkt klingt, aber die Teilnehmer sind aller Wahrscheinlichkeit nicht in jedem Punkt völlig unterschiedlich. Stattdessen haben manche Gruppenteilnehmer auch immer irgendwo ein paar Dinge gemeinsam. Freddy und Diego vereinen zum Beispiel, dass sie früher Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben. Jeanne und Tietz haben gemeinsam, dass sie gern Entscheidungen treffen und die Führung übernehmen. Diego und Ella hingegen haben keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen. George und Mugi reden nicht so viel.
Allein hier werden schon manche ihr eigenes Verhalten oder Denken oft in den Geschichten der anderen wiederentdecken können. Es kann aber sogar noch weitergehen. Wenn der schweigsame Schorsch zum Beispiel trotz seines Erwachsenenalters feststellen muss, dass er eigentlich noch sehr an seinen Eltern hängt und die sich viel in sein Leben einmischen, ist das vielleicht anfangs zu beschämend für ihn, als dass er das laut aussprechen kann. Wenn dann aber auf einmal Tietz erzählt, dass sie selbst auch oft instinktiv genau das macht, was ihre Eltern früher von ihr erwartet hätten und sie Schwierigkeiten hat, sich alleine um sich selbst zu kümmern, dann traut sich Schorsch vielleicht auch selbst von seinen Erfahrungen zu erzählen. Anderen geht es offenbar genauso wie ihm. Er ist nicht der Einzige, nicht einmal in einem Kreis voller Erwachsener, und das muss ihm noch nicht einmal peinlich sein. Die verschiedenen Gemeinsamkeiten und Gegensätze der Gruppe bringen dann natürlich Schwung in die Gruppendynamik selbst hinein. Aber sie sorgen halt auch dafür, dass idealerweise alle irgendetwas miteinander anfangen können und sie so einen Bezug zueinander entwickeln können. Es steht also keiner der TeilnehmerInnen so völlig allein auf weiter Flur, sondern ist umgeben von anderen, die ihnen manchmal etwas näher stehen, weil sie sehr ähnlich sind oder teilweise auch weiter weg von ihnen positioniert sind. Wenn es dann zum Beispiel mal in einer Stunde sehr viel um ein Thema von Diego geht, dann ist das nicht so, als ob das für die anderen völlig nutzlos vergeudete Zeit wäre. Freddy erfährt zum Beispiel etwas über die prägenden Erfahrungen voller Spott und Mobbing und kann sich dort vielleicht das ein oder andere Mal selbst sehr gut wiedererkennen. Ella hingegen kann vielleicht mit der betont emotionslosen Art, wie Diego etwas beschreibt, besonders viel anfangen. Während Tietz vielleicht eher unruhig wird, weil sie zu den Erzählungen so gar keinen Draht aufbauen kann und sie sich fragt, wieso das kommt. Die anderen können also irgendwie einen Bezug dazu herstellen, was jemand sagt, und somit geht es in der Runde dann indirekt doch wieder etwas, was auch den Rest der Gruppe etwas angeht. Genau das können sie ja dann beisteuern, so als Feedback, nachdem Diego ein paar Sachen erzählt hat. Die Gemeinsamkeiten mit den anderen können auf der anderen Seite aber auch eine neue Perspektive auf sich selbst eröffnen. Wenn beispielsweise der schüchterne Mugi beschreibt, wie er von seinem Chef ausgenutzt und zu unbezahlten Überstunden gedrängt wird. Die anderen in der Gruppe regen sich total darüber auf. Sie sind sauer auf den Chef und sie finden, dass Mugi jedes Recht hätte, sich aufzulehnen. Doch dieser hält daran fest, dass er nun mal ein pflichtbewusster Angestellter ist und dass das nun mal sein Job sei. Es gibt also kein Herankommen, er lässt auch nicht mit sich diskutieren. Sein Pflichtbewusstsein ist ihm einfach heilig. Dann ist das erstmal so. Ein paar Stunden später berichtet Pia davon, wie ihr Freund sich bei ihr in der Wohnung breit gemacht hat, obwohl er keine Miete zahlt. Wie er sich von ihr bekochen lässt und sie sich für ihn den Arsch aufreißen muss, während er selbst keinen Finger krumm macht. Auch in ihrem Fall reagiert die Gruppe empört und findet, dass es eine unfaire Ausbeutung ist. Aber Pia hält daran fest, dass Treue für sie einfach ein hoher Wert ist und sie ihren Freund darum nicht verlassen und ihn noch nicht mal vor die Türe befördern will. Plötzlich erkennt Mugi in Pias Verhalten seine eigene Geschichte ein Stückchen wieder. Nur diesmal ist er genauso empört wie die anderen. Für ihn ist halt klar, dass Pia sich von ihrem Freund völlig ausnutzen lässt, weil sie den Wert Treue höher gehängt hat als ihren eigenen Selbstwert. Aber in dem Moment muss er erkennen, dass er selbst dasselbe macht. Er hängt halt den Wert Pflichtbewusstsein höher als seinen eigenen Selbstwert. Und nun wird ihm vielleicht auch klar, dass er sich von seinem Chef genauso ausbeuten lässt. Er musste also seine eigene Geschichte wie aus der Perspektive eines anderen sehen, der von außen drauf guckt, um zu erkennen, wo eigentlich sein Problem liegt. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Aber so eine Gruppe ist natürlich nicht nur Quell von Inspiration, Harmonie und Freude. Ja, sie kann auch nerven. Und es können natürlich auch ein paar Leute aneinander geraten. Wenn beispielsweise Jeanne davon berichtet, dass sie von diesem seltsamen neuen Virus sehr beunruhigt ist, der derzeit grassiert, und Diego dafür nur ein kaltes Schnauben übrig hat. Sie wird sauer auf ihn, hält ihm vor, sie nicht ernst zu nehmen, und er stänkert zurück, dass es hier ja auch nichts ernst zu nehmen gäbe, weil sie sich seiner Meinung nach ihre Angst nur einreden lassen würde. Das sind so die anstrengendsten, aber offen gestanden auch die aufschlussreichsten Stunden in so einer Gruppe. Einmal der Konflikt selbst bietet natürlich eine Bühne, auf der sich alle irgendwie positionieren können. Manche ziehen vielleicht einfach die Köpfe ein und sagen gar nichts dazu. Andere ergreifen Partei für die eine der Streitseiten und versucht dann die andere Seite zu besiegen. Und wiederum andere stürzen sich dazwischen in der Hoffnung, den Streit irgendwie zu schlichten. Das ist schon das erste Spannende, was da passiert. Nach etwas Zeit und Klärung wird vielleicht langsam klar, warum Diego so ruppig reagiert hat.
Vielleicht, weil er ein anderes Thema von der vorherigen Stunde sehr aufwühlend fand und er viel lieber darüber sprechen wollte, anstatt sich mit Viren zu beschäftigen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht eventuell irgendwann zur Gefahr werden könnten. Das Thema, was ihn umtrieb, hielt er einfach für wichtiger und er wollte, dass sich die Gruppe damit befasst. Ausgesprochen hat er diesen Wunsch allerdings nicht, weil er es kränkend findet, jemanden darum zu bitten, sich um ihn zu kümmern. Drum hat er kein Thema vorgeschlagen, aber seine Enttäuschung hat er indirekt dann doch rausgelassen. Jeanne wiederum hat besonders empfindlich zurückgeschossen, weil sie selbst früher immer in Frage gestellt wurde, wenn sie irgendeine Angst geäußert hat. Und immer wieder musste sie sich rechtfertigen, ob sie denn nun wirklich in Not sei oder nicht vielleicht nur überreagieren würde. Diego hat halt zufällig genau diesen wunden Punkt getroffen. So schält sich allmählich heraus, warum es zwischen den Konfliktparteien geknallt hat. Sie verstehen beide vielleicht besser, was sie zu dem Konflikt getrieben hat und warum ihr Gegenüber in den Konflikt auch eingestiegen ist. Weil alle sich gegenseitig gründlich oder einigermaßen gründlich kennenlernen, können sie irgendwann hoffentlich auch etwas besser einordnen, welche Themen die anderen denn so haben und welche Themen sie selbst so haben. Gibt es also dann irgendwann wieder einen Konflikt, dann lässt sich vielleicht viel schneller einordnen, wer denn welchen Anteil an diesem Konflikt hat. Selbst die anderen TeilnehmerInnen, die nicht an dem Konflikt direkt beteiligt waren, die zeigen unbewusst ja auch, wie sie an die Sache herangehen, wenn es irgendein Problem gibt. Freddy zum Beispiel reagiert eher genervt und er ermahnt die Leute, sich zusammenzureißen und sich hier nicht zu zoffen wie kleine Kinder im Buddelkasten. Er scheint Konflikte also eher vorzubeugen, indem er gar nicht erst laut ausspricht, was bei anderen vielleicht zu Unmut führen könnte. Tietz hingegen versucht, die beiden Streithammel emotional zu beruhigen und den Zorn in ihnen zu stillen. Da sie das häufiger macht, lernt sie über sich, dass sie es vielleicht nicht gut aushalten kann, wenn zwei Leute wütend aufeinander sind. Sie muss das dann ganz schnell reparieren, in Anführungszeichen. Ella wiederum versucht, die Aussagen der beiden Streithammel auf reine Fakten runterzubrechen und so dem Kern des Problems auf den Grund zu kommen. Ihr Vorgehen verrät also, dass sie zum Beispiel diesen Streit erstmal von Emotionen säubern muss, bevor sie irgendetwas damit anfangen kann. Kramer hat sich dabei ausgeklinkt, weil er Angst hatte, etwas Falsches zu sagen und in den Konflikt hineingezogen zu werden. Wann immer er irgendwie in Streit hineingerät, zieht er sich immer sofort kampflos vom Feld zurück und gibt der anderen Seite einfach recht. Er scheint also mit Konflikten generell ein Problem zu haben. So oder so ähnlich könnte das ablaufen mit einer Gruppe. Die Reaktion eines jeden Gruppenmitglieds verrät etwas darüber, womit sie so überfordert sind, welche Strategien sie unbewusst immer wieder anwenden und welche Ängste oder welche Themen wohl dahinter liegen könnten. Und da haben wir bisher nur von den Prozessen innerhalb der Gruppe gesprochen. Dazu kommen natürlich noch so Erlebnisse oder Gedanken, die die Teilnehmer aus ihrem Alltag mitbringen und die sie in der Gruppe mitteilen können. Und auch da geht alles wieder von vorne los. Diego und Jeanne beispielsweise, die wollen jedes Problem einfach direkt selbst lösen. Tietz leidet immer voll mit, wenn jemand irgendwas erzählt und Mugi versucht die Leute aufzumuntern, wenn es um ein schwermütiges Thema geht. Und wieder wenden die Leute Strategien an, versuchen irgendeine bestimmte Situation herzustellen oder eine andere Situation zu vermeiden oder sie agieren irgendwie unbewusst ihre eigenen Problemthemen aus. Das macht halt so eine Gruppentherapie nicht einfach nur so zu einer Behandlung mit anderen Leuten, die alle um die Zeit der Therapeuten buhlen, sondern die Teilnehmer therapieren sich gegenseitig ein Stück selbst. Ja, Schluss für heute. Das soll erstmal so ein kleiner Überblick darüber sein, wer denn die anderen TeilnehmerInnen in so einer Therapiegruppe denn so sein könnten und wie sie so miteinander umgehen. Im nächsten Video werde ich dann mal die Seite der Therapeuten vorstellen. Ich hoffe also, ihr findet das irgendwie so spannend, was ich hier so erzähle und ja, dann bis zum nächsten Mal. Couchkartoffelmäßige Grüße, euer Kater Schnurz.